Ja, Dario, freut mich, dass ich dich heute hier begrüßen darf bei uns in unserem neuen Office. Du bist tatsächlich unser erster Gast hier in unserer Aufnahmezelle. Du hast unsere Gier gesehen, wir sitzen hier zusammen. Vielleicht kannst du mal ein bisschen sagen, du bist ja von Polyworks. Ja, wie kommen wir eigentlich zusammen oder warum seid ihr heute hier? Ja, genau. Also erstmal vielen Dank dafür, dass du mich so freundlich hier empfangen hast, Santiago. Und ich fühle mich geehrt, dass ich der erste Gast jetzt hier bin. Genau, also ich arbeite für die Duwe 3D AG als Polyworks Sales Manager. Und was wir als Duwe 3D AG machen, ist, wir vertreiben die universale Messsoftware Polyworks exklusiv im Dachraum, also Deutschland, Österreich und Schweiz. Aber eben nicht nur das. Was wir eben auch machen ist, wir schulen unsere Kunden von Beginn an und vermitteln ihnen den korrekten Umgang mit unserer Messsoftware. Wir unterstützen durch unseren technischen Support unsere Kunden bei der Auswertung ihrer Messdaten im Alltagsgeschäft und wir begutachten natürlich auch die Messsituation unserer Kunden direkt vor Ort und schneiden so die Software dann kundenspezifisch zu, damit die Software bestmöglich die Messanforderungen unserer Kunden erfüllt. Also zusammengefasst betreuen wir unsere Kunden und unterstützen sie von unseren Standorten aus in Lindau, in Leipzig und aus Homeoffices verteilt in ganz Deutschland. Angefangen von der Erhebung über die Auswertung bis hin zur Verwaltung ihrer Messdaten. Das mal in Kürze, was wir als Duwe 3D AG machen. Seid ihr ja super aufgestellt, quasi ganz Deutschland abgedeckt und dann Homeoffice. Ja, cool, aber wenn ich jetzt so vergleiche, also wir arbeiten ja noch mit anderen Messsoftware-Providern zusammen. Was macht euch jetzt speziell im Vergleich zum Spatial Analyzer oder Metrolog oder irgendwas anderes? Also ja. Sehr gute Frage. Also der Unique Selling Point von Polyworks ist definitiv der, dass wir eine universelle Messplattform haben. Das heißt, wir sind nicht ähnlich wie ihr, wir sind auch nicht an bestimmte Hardware-Komponenten gebunden. Das ist ganz egal, wie die Messdaten erfasst werden. Wir haben diese Flexibilität, dass in dem Moment, in dem die Punktewolke oder auch das Polygonmodell in unsere Software importiert wird, man eben die Auswertung vornehmen kann. Das heißt, Messtechniker müssen nicht mehr 5 verschiedene Softwares lernen, sondern sie lernen eben eine Messsoftware zum Auswerten der Daten, unabhängig davon, auf welchem Messgerät die Daten erhoben werden. Das ist einfach diese Flexibilität, Unique Plattform, das uns auszeichnet im Vergleich zu den anderen Herstellern oder Providern in dem Bereich. Ja, du kannst ja auch dann einfach mit verschiedenen Messgeräten quasi in der gleichen Software arbeiten, oder? Das ist ja unabhängig, API, Leica, funktioniert alles. Und man kann sogar mit verschiedenen Messgeräten gleichzeitig Daten erheben und auswerten im gleichen Projekt, in dem eben alles, was man an Daten erhebt, in die zentrale Polyworks Datenbank, also ins Polyworks Data Loop eingespeist wird. Das heißt, man hat 5 Mitarbeiter auf 5 verschiedenen Messgeräten. Alle scannen oder analysieren Teile im gleichen Projekt. Zeitgleich wird alles hochgeladen, genau. Ja, heute geht es ja ein bisschen auch um Automation, das ist so ein bisschen ein Zukunftsbereich, denke ich auch. Viele wollen in die Richtung gehen, auch für Prozesssicherheit, Serienüberprüfung. Ihr habt ja schon eine gewisse Automationsfähigkeit in Polyworks, oder? Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen und was ihr da so tut? Genau. Was man in Polyworks macht, ist in Sachen Automation ist, man erstellt beispielsweise einen Messablauf für ein Teil. Das muss dann eben jemand machen, der entsprechend in der Messtechnik versiert ist. Und sobald einmal dieser komplette Ablauf erstellt wird, kann man einfach über einen Klick, weil alles, was in Polyworks gemacht wird, aufgezeichnet wird, kann man das einfach über einen Klick dann rüberziehen in den Messablauf-Editor. Das ist unser Tool für die automatisierte Messung. Und letztendlich kann ich dann einfach nur auf neues Teil drücken, kann das Bauteil ausspannen, neues Teil einspannen, Daten erheben und die Messung läuft dann automatisiert durch. Das heißt, alle Merkmale werden so, wie ich es eingestellt habe, extrahiert, je nachdem, was für Parameter ich eingestellt habe. Die Auswertung läuft automatisch, die Report-Erstellung, alles entsteht automatisch. Ich habe es nur einmal angelegt und muss in dem Sinne dann nur noch für den Mitarbeiter, der operativ dann tätig ist, der muss einfach nur noch die Daten erheben. Und das ist, sage ich mal, auch die Schnittstelle irgendwo zwischen euch und uns, dass wir eben dieses Automatisierungstool verwenden, dann in Kombination mit eurer Messzelle. Aber vielleicht kannst du ja noch mal kurz darauf eingehen, was 11 Dynamics so genau macht und was Nexus alles für Vorteile bildet. Ich glaube, das ist ein perfekter Übergang, um ehrlich zu sein, weil, also so wie ich es jetzt verstanden habe von Polyworks, ist es ja, dass ihr den Prozess automatisiert, also mit der Auswertung der Daten. Das heißt, du musst dein Feature oder dein Merkmal nicht jedes Mal neu auswerten und klicken, sondern du kannst einen Prozess einmal automatisieren, das quasi in Ablauf speichern und dann passiert die Auswertung, das Reporting, das passiert automatisch. Aber so wie ich es verstanden habe, ist ja die Erhebung der Daten, das macht immer noch der Werker bei euch. Genau. Richtig. Ich glaube, da ist dann der Übergang zu uns, weil das, was wir machen, ist quasi einen Komplettprozess zu automatisieren. Also Nexus als Software ist eigentlich dazu gedacht, wirklich den ganzen Prozess abzubilden von, ich habe eine Messaufgabe, ich möchte die lösen. Normalerweise wird das dann im ersten Schuss manuell gemacht, dann erhebst du mal die Daten, du kannst bei euch einen Prozess eigentlich
gestalten, den Report. Und da können wir dann starten, können wir sagen, ja, wie können wir jetzt die Erhebung der Daten automatisieren? Oder dann gehst du bei uns in die Software, kannst quasi dein CAD importieren. Du kannst dann relativ einfach, wir haben dazu eine Bibliothek, die ist modular aufgebaut. Da können wir die Roboter reinziehen. Das ist, also kannst du entscheiden, was möchte ich. Möchte ich einen Cobot, einen Industrieroboter? Du kannst das alles reinziehen und du kannst das kombinieren mit verschiedensten Messgeräten. Also genau wie bei euch, also da sind wir unabhängig. Ja. Das ist, glaube ich, da haben wir große Schnittmengen, weil du halt einfach einen Leica reinziehen kannst oder einen Creaform oder einen Scantech. Du bist da komplett unabhängig und du kannst das halt relativ einfach zusammen kombinieren. Das heißt, wenn der Prozess einmal designt ist bei euch, vom Messablauf her, nimmst du es bei uns rein, ziehst dir die verschiedenen Komponenten rein und kannst dann innerhalb von Minuten eigentlich das Aufzeichnen der Daten automatisieren und die Daten auch simulieren. Das heißt, ich kann dem Kunden den gesamten Flow eigentlich in der Software simuliert zeigen und ihm zeigen, ich brauche Zykluszeit A, um die Daten aufzuzeichnen. Ich kann dann in der Simulation die Daten direkt zu euch ins Polyworks streamen. Das heißt, ich kann den Prozess wirklich komplettieren, komplett automatisch ablaufen lassen, den Werker quasi rausnehmen und sagen, hey, wir machen jetzt das automatisiert. Du kriegst dann die simulierten Daten in Polyworks und wir können die eigentlich gleich auch schon verwenden, um eine simulierte Auswertung zu starten und zu schauen, haben wir alle Punkte, die wir brauchen, kommen wir dahin, wo wir wollen, und den Prozess zu optimieren und können dem Kunden im Endeffekt dann zeigen oder auch durchspielen mit verschiedenen Sensoren, was für verschiedene Resultate, in welcher Geschwindigkeit er das erhält, sodass er zum Schluss in diesem Designprozess eigentlich schon weiß, seine Lösung, wenn er sie in der Realität baut, wird funktionieren, was für eine Zykluszeit du haben willst. Und wir können voraussagen, welche Merkmale du gut erreichst, wo du vielleicht Abstriche machen musst, wo wir Sonderlösungen brauchen. Also das kannst du alles vorhersagen. Und der große Benefit von Nexus ist, dass wir da nicht stoppen, sondern wir gehen dann wirklich in die Realität, dass wir machen dieses Umsetzungskonzept. Daraus entsteht ein Lastenheft. Wir wissen schon, die Auswertung funktioniert, weil wir es vorab geprüft haben. Wir wissen, wie wir es aufbauen müssen. Damit gehen wir dann zum Anlagenbauer und sagen, hey, das brauchen wir. Gehen dann zum Endkunden als Generalunternehmer und sagen, hey, wir bauen dir das dahin. Der kriegt ein Angebot von uns. Wir stellen die Komplettlösung auf und wir kalibrieren dann quasi die Realität zu der virtuellen Welt, dass das, was wir im Digital Twin, im virtuellen haben, eigentlich wirklich übereinstimmt, und können dann diesen Prozess, den wir virtuell schon mal gelebt haben, eigentlich per Knopfdruck reell ausführen mit der gleichen Software und über euch quasi über diese Makrosprache, die Automatisierung des Messablaufs, können wir dann wirklich den Prozess komplett durchspielen. Das heißt, der Werker zum Schluss hat noch einen Knopf, den er bedienen muss. Das ist der Startknopf. Genau. Und dann kommt hinten eigentlich der Report raus. Und da denke ich, ergänzen wir uns sehr schön, weil, wie gesagt, ihr macht einen automatisierten Messablauf und wir automatisieren den ganzen Rest. Also, dass du zum Schluss wirklich die Einknopflösung hast, das ist das, was alle wollen. Richtig, ja, ich sehe auch viele Parallelitäten zwischen uns, wie du eben auch schon gesagt hast. Genau, ihr seid auch komplett unabhängig, genau wie wir. Alle sind hardware-unabhängig. Ihr baut die Messzelle in dem Sinne auf, steuert die Messzelle über eure Software und letztendlich werden die Daten dann ins Polyworks eingespeist. Und das ist wirklich die Zukunft der Messtechnik und ich sehe da auch viel Potenzial eben für eine Zusammenarbeit, weil das ist auch das, was ich bei das ist ja, was wir schon machen, oder? Genau. Da ergänzen wir uns super schön. Ja. Weil, ich meine, unsere Kompetenz ist jetzt nicht per se, die Messabläufe zu gestalten, oder? Aber wenn wir jetzt einen Kunden haben, wir können sehr gut sagen, hey, du musst die Messzelle so bauen, dass du die Daten erheben kannst. Aber dann können wir zu euch kommen und sagen, schau, die wollen die und die Auswertung haben, könnt ihr uns dazu die Makros schreiben, die wir brauchen, genau, damit wir diesen automatisierten Ablauf haben. Da können wir uns wirklich super ergänzen, dass wir dem Kunden ein Komplettportfolio bieten können, dass er die Komplettlösung hat hinten raus. Und jeder eben seine Stärken ausspielt. Genau. Ihr kümmert euch um die Messzelle, um die Erhebung der Daten, wir kümmern uns um die Auswertung beziehungsweise dann auch um die Datenspeicherung. Ich sage mal, so eine Messzelle, gerade wenn sie dann inline verwendet wird und da jedes Produkt dann automatisch erfasst wird und ausgewertet wird, das sind ja gerade, wenn man einen Scanner dann auf dem Roboter montiert, Unmengen an Daten, die da entstehen, und dafür haben wir dann eben die Polyworks eigene Datenbank des Data Loop, und da würde man dann automatisiert dann alles, was man an Daten erhebt, einspeisen, hat die komplette Punktwolke, das komplette Modell im Data Loop und kann dann nicht nur sogar einen 2D-PDF-Report weitergeben, sondern wir würden die kompletten Messdaten an den Kunden weitergeben. Er kann auch das Projekt runterladen, kann die Messdaten anders im CAD platzieren, kann andere Auswertungen fahren, andere Merkmale noch mehr extrahieren, wenn er das möchte, und hat eben durch diese Kombination einfach ganz andere Möglichkeiten der Auswertung und in das Projekt einzusehen, wie wenn er einfach nur einen statischen Report erhält, wie wenn jetzt einfach nur jemand normal mit einem Messarm einfach manuell einen Bauteilscan in PDF macht. Also das ist ja auch etwas, was in Sachen Automatisierung immer wichtiger wird. Ja, das ist klar, weil da gehst du ja dann von der Einzelmessung aus der Analyse raus in die Prozessüberwachung, genau, Prozesssicherheit. Und ich meine,
Das Data Loop von euch ist ja eigentlich sogar mehr als ein Standard SPC, also statistische Prozesskontrolle, weil du hast noch Einsicht in die ganzen Daten, das managt deinen Datenflow, also ich glaube, als Kombinationslösung hast du da wirklich einen riesen Benefit hinten raus, oder? Weil vielfach, es ist ganz lustig, wenn wir ein neues Projekt angehen, dann wird alles abgeklärt, wirklich alles. Ja. Wir sagen, funktioniert und zum Schluss stellst du es auf und dann kommt die IT. Wir haben 100 Gigabyte Daten pro Tag, was machen wir da? Genau, richtig, ja. Ja, das ist halt etwas, was man auf jeden Fall bei der Implementierung einer Messzelle, einer solchen Komplettlösung, bestehend aus Messzelle und Datenauswertesoftware, definitiv berücksichtigen sollte. Die Daten, wie man die Daten managt, wie man die Daten weitergibt, weil wie gesagt, das sind Unmengen an Daten und genau, da macht es eben Sinn, dass man sofort auf die Polyworks eigene Datenbank dann zugreift, wenn man die Daten eben schon mit Polyworks auswertet, ja. Habt ihr jetzt da gute Erfahrungen gesammelt? Mittlerweile ist mit dem Data Loop seid ihr gut gestartet? Ja, definitiv, genau. Die Kunden wollen das immer mehr, die wollen gar nicht mehr 2D-PDF-Reporte weitergeben. Die denken sich, wir erheben dreidimensionale Daten, warum sollen wir dieses Potenzial nicht nutzen? Warum sollen wir die Daten auf 2D runterdrücken, einen statischen Bericht rausgeben, am besten noch als Fax verschicken in Papierform? Das macht keinen Sinn mehr. Und wenn man schon die Daten erhoben hat, dann kann man eben die kompletten Daten weitergeben. Und das ist auch das, was ich immer zunehmend von den Kunden mitbekomme, dass das auch gewünscht ist. Also dass die meisten meiner Kunden sagen, wir bekommen vom Zulieferer nicht nur einen Bericht, sondern eben das komplette Projekt, können auf die Daten zugreifen. Auch hinten raus, wenn man irgendwie einen Monat später rauskommt, man muss das Projekt nochmal aufmachen, weil man vielleicht doch was vergessen hat. Ganz nachhinein quasi Analyse noch, richtig, weil du die Daten ja hast. Richtig, wenn man einen Bericht hat, hat man die Messergebnisse. Ja. Wenn da jetzt aber ein Merkmal fehlt, muss man das Bauteil neu erheben. Aber so sind die Daten alle gespeichert, man kann das Projekt öffnen, macht eine neue Auswertung, oder das kann der Kunde sogar selber machen, weil ihm das Projekt zur Verfügung steht, wenn man es ihm eben gewährt. Ja. Und was natürlich noch dazu kommt, sind zusätzliche Regulatorien. Es wird vom Staat mittlerweile vorgegeben, dass für gewisse Bauteile du 20 Jahre deine Daten aufbewahren musst. Ich weiß nicht, ob das alles so sinnvoll ist, aber es ist halt eine staatliche Vorgabe. Und ich meine, wenn du ein System hast, das dir das gewährt, wo du es wirklich aufbewahren kannst mit Daten und das Datenmanagement eigentlich schon inhärent drin abgebildet ist, ist natürlich ein Riesenvorteil, oder? Definitiv, aber wie gesagt, es ist einfach ein guter Zusammenspiel, sage ich mal, aus Stuwe und 11 Dynamics, weil das sind unsere Stärken, die wir ausspielen. Der Aufbau der Zelle sind eure Stärken und einfach die Kombination bietet dem Kunden einfach einen extremen Mehrwert, eine komplette Lösung. Ja, klar. Und eben, gerade wenn man ins Data Loop geht, wenn du die statistische Überwachung haben willst vom Trend, dann ist es ja meistens so, dass du, ich meine, wenn du einen Werker hast oder einen Messtechniker, der das misst, hast du ja zwei Probleme. Erstens kann der nicht 24/7 messen, dann brauchst du 3-4-Schichtbetrieb, brauchst viele Leute, die sind komplett blockiert, wenn die das manuell messen und nicht jeder misst gleich. Also deine Resultate sind auch nicht unbedingt dann immer vergleichbar. Und da helfen wir halt extrem, dass wir auch so eine Datenbank wirklich bedienen können und sagen, hey, du kannst jedes Teil checken. Es ist nicht jedes Zehnte oder jedes Hundertste und du musst es nicht aus der Produktion rausnehmen, sondern wir können mit euch mit dieser Datenbank in eine Prozessüberwachung gehen, wo wir sagen, hey, wir machen inline wirklich jedes Teil. Eben, ja. Und du hast eine Komplettüberwachung von deiner Komplettproduktion. Und das ist auch, ja, ich meine, einfach von der Profitabilität her, oder? Du musst nichts mehr wegschmeißen, sondern, also du schmeißt keine Batches von 10.000 Teilen mehr weg, sondern wenn es halt schlecht wird und du hast eine Trendüberwachung, du siehst sofort, wenn es davonläuft. Und das ist, glaube ich, da, wo alle hin müssen und wollen. Definitiv, ja. Wo auch eben auch alle immer weiter hingehen, ist eben, dass man sagt, man möchte eben nicht mehr manuell messen, sondern möchte Vorgänge automatisieren. Einfach aufgrund dessen, dass wir einen Fachkräftemangel haben, dass es immer schwerer wird, entsprechende Messtechniker zu finden und Leute, die die Daten korrekt erheben. Und von daher merke ich auch eben, dass dieser Trend immer weiter dahin geht, dass die Leute sagen, wir wollen Messzellen implementieren. Und das ist ja dann auch das, wovon ihr dann auch entsprechend profitiert, dass ihr diese Messzelle dann aufbaut. Man braucht ja im Grunde nur einen, der in der Technik versiert ist, der dann auch einmal diesen Messablauf, dann sage ich mal, schreibt, der dann auch den Roboter entsprechend einprogrammiert, welchen Weg er quasi abfährt, um das Bauteil zu erfassen. Und dann ist das ja ein Selbstläufer. Dann läuft es von alleine durch. Man spart extrem viel an operativer Tätigkeit, die man braucht, weil Leute eben die Daten nicht mehr in dem Sinne erfassen müssen manuell. Und da war natürlich auch jetzt ein riesen Fortschritt gemacht mit der Software, weil früher war ja immer ein bisschen die Diskrepanz, der Messtechniker kam und hat gesagt, hey, ich habe keine Ahnung von Robotik. Der oder Ingenieur kommt und hat gesagt, hey, ich habe noch nie Messtechnik gemacht, ich weiß gar nicht, was ich programmieren soll. Und die Software nimmt den ganzen Task ab, weil für jeden Sensor ist das Messfeld hinterlegt, die Simulation zeigt dir, was kriegst du. Bedienen des Roboters ist Kinderspiel, das ist für jeden, der schon mal eine Playstation in der Hand hatte, ist es eigentlich
Spiel, also es ist Gamification von dem ganzen Messprozess, oder? Du sitzt dann zu Hause in deinem Office oder im Homeoffice und kannst da programmieren und wenn es fertig ist, schickst du halt ins Werk und sagst, lass mal abfahren das Programm. Du brauchst eigentlich keine Kenntnisse mehr von der Robotik, also das ist alles in der Software hinterlegt. Das macht es total einfach, da kann jeder ran und du brauchst auch eigentlich keine Roboterschulung, weil die Gelenklimits sind hinterlegt, die Geschwindigkeiten sind hinterlegt, Singularitäten werden gecheckt, Kollision wird gecheckt. Also es wird eigentlich alles für dich gemacht. Also du kannst in der Virtualität nichts kaputt machen, oder? Auch wenn du unerfahren bist und sagst, ich hau meinen Roboter jetzt voll in die Wand rein, die Software lässt dann nicht zu, dass du es fährst. Also es ist wirklich sehr einfach zum Ende hin, dass du das alles bedienen kannst mittlerweile. Und ich glaube, da gehen wir halt in einen Bereich, wo früher immer alle gesagt haben, ja, Automatisierung ist gut und schön, aber so eine Messzelle, 1,5 Millionen, das kann ich mir nicht leisten als KMU, da ist meine Profitabilität weg. Ja. Ich glaube, das brauchst du halt nicht mehr, weil gerade mit der Software jetzt und mit den Cobots, die zunehmend auf den Markt kommen, die Preise kommen ja extrem runter, auch von den Sensoriken. Und ich glaube, wir haben Automatisierung, können wir mittlerweile in jeder Firma profitabel einbringen und das bringt einen riesen Mehrwert einfach, weil wenn du automatisierst, du schmeißt nichts mehr weg, oder? Richtig. Das heißt, ihr habt durch eure Software Nexus Automatisierung so anwenderfreundlich gemacht, dass es im Grunde jeder relativ schnell erlernen kann, seinen Prozess im Betrieb zu automatisieren. Ja, 100%. Also mit dem Training von uns innerhalb von 2 Tagen schreibst du deine eigenen Automatisierungsprozesse. Also 2 Tage Training, On-Site, dann Fragerunde und hey, die Leute lernen es danach selbst. Es ist wirklich super einfach. Und auch eben die Schnittstelle zu euch ist super einfach, weil die Makrosprache war ja schon da und wir haben quasi, was schon da war, übernommen und du kannst das einfach in Nexus einbauen. Und bei euch, ich meine, Automatisierung ist super einfach, oder? Weil du klickst dich durch und du zeichnest die Automatisierung auf. Das Skript wird für dich geschrieben. Genau, oder? Richtig. Ja. Und über einen Klick wird es dann quasi in den Messablauf integriert und das war's. Ja, genau. Dann machst du Copy-Paste bei uns rüber und ablaufen lassen. Fertig. Also das ist so einfach ist es. Wir haben viel diskutiert über virtuelle Welt, über Polyworks. Das ist ja meistens die Frage, ja, Simulation ist alles schön, aber wenn wir das in der Realität mal sehen wollen, wie machen wir das, ne? Ja, entweder kommt ihr bei uns vorbei, so das wie heute beim Webinar, siehst du es live, den Roboter, oder ihr seid ja an der Control, wir sind an der Control. Kann man eigentlich auch da mal vorbeikommen, oder? Haben wir beide Stände. Auf jeden Fall, kommt gerne auf einen persönlichen Austausch oder sowas mal an der Control vorbei, dann sieht man sich auch mal direkt in Person. Und genau, ich glaube, aus dem Gespräch ging jetzt ganz gut hervor, wo die Stärken von Nexus liegen, wo die Stärken von Polyworks liegen und wie gut diese 2 Softwarelösungen einfach miteinander interagieren. Ja, genau. Und ich glaube, das können wir eben an der Control auch ganz schön zeigen, weil wir haben dann Installationen, ich weiß gar nicht, was wir da haben. Ich glaube mit Jazz, wahrscheinlich mit Scantech, ein Leica steht sicher da, alles integriert. Polyworks wird bei uns auf jeden Fall laufen, dann sieht man einen Komplettprozess. Für ein bisschen begabtere Leute lassen wir auch zu, dass sie mal einen Roboter programmieren. Das sollte ja alles safe sein. Und dann kann man das sehr schön sehen und dann bei euch einen Kaffee trinken gehen und noch über einen Messprozess diskutieren. Klar, gerne, ja. Und wir würden uns dann eben wie gewohnt um die Auswertung dann kümmern. Genau. Wenn wir schon eben Control bei Fragen sind etc. Ich glaube, wir haben noch eine Frage-Antwort-Runde jetzt. Ja. Genau, also an der Stelle, wenn es irgendwelche Unklarheiten gibt oder noch Fragen, einfach gerne raus damit.